Der Inhalt dieser 2 Pakete lässt meine 800X Rallye nicht nur unfassbar gut aussehen, sondern macht sie auch nahezu unzerstörbar im Gelände. Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video aus meiner Garage. Gerade im Adventure- und Enduro-Bereich kann es natürlich mal ein bisschen härter zur Sache gehen und da ist Schutz am Bike einfach extrem wichtig. Wenn man im Dreck fährt oder das Bike im groben Gelände einmal hinfällt, was nun mal passieren kann, möchte man sich einfach keine Gedanken machen um irgendwelche Plastikteile oder hier die Blinke oder sonstiges. Und gerade bei dem Motorrad der Kove, was ein chinesisches Motorrad ist, da können Ersatzteile je nach Teil natürlich auch mal 1, 2, 3 Wochen dauern. Und um das zu verhindern, habe ich hier 2 Pakete zugeschickt bekommen von Jak EXP. Und da freue ich mich sehr drauf, weil das wird das Bike nicht nur optisch aufwerten, sondern auch verdammt gut schützen. Gucken wir rein. Okay, ich muss zugeben, ich habe in das untere Paket tatsächlich schon reingeguckt, weil ich es einfach nicht abwarten konnte. Das obere Paket ist neu und deswegen zeige ich euch erst das untere Paket. Das ist ein Riesenpaket, wie ihr sehen könnt. Ich packe das hier mal drunter. Und da sind ganz, ganz viele tolle Sachen drin. Also zum einen hier ein Banner, da muss ich mal gucken, wie ich das aufhänge. Dann haben wir 2 Halsbänder. Klein, aber fein Bremszylinderschutz für hinten. Der wird einfach mit 2 Schrauben hier dran geschraubt. Sehr, sehr cool. Und dann geht es weiter mit einem sehr, sehr großen Teil. Das eigentliche mit Hauptteil. Und das ist das hier. Das ist der Cage für meine 800X Rallye. Die Sturzbügel hier, die sind zwar gut und die mögen wahrscheinlich auch für den ersten Moment ausreichen. Aber ich habe gesagt, wenn ich das schon mache, dann mache ich es richtig und dann schütze ich mein Bike auch vernünftig. Deswegen kommen die ab und das da dran. Hier habe ich jetzt nämlich noch nicht reingeguckt. Es ist halt super krass verpackt, ne? Deswegen sieht man gar nicht so viel davon. Aber vielleicht kann man es hier so ein bisschen drauf erkennen. Das hier ist der Motorschutz. Also eins muss man den Jungs lassen, verpacken, das können sie. Anleitung, ganz wichtig. Das ist anscheinend der Befestigungssatz. Jetzt kommen wir der Sache näher. Tada! Geil. Boah. Also ich muss dazu sagen, das ist jetzt die zweite Version. Ich habe darauf gewartet, denn die erste ist wesentlich dünner gewesen und nicht so massiv gewesen. Und das ist jetzt einfach schwarz eloxiert, 4 mm Materialstärke. Da passiert gar nichts. Und ich habe es tatsächlich schwerer erwartet, weil es sieht natürlich massiv aus und es ist auch massiv, es fühlt sich massiv an. Aber ich habe es schwerer erwartet. Also es ist jetzt nicht so schwer, wie ich gedacht hätte. Was schon mal gut ist. So, und jetzt widmen wir uns dem großen Teil, dem Cage selber. Aber ich glaube, den muss ich dafür auf den Boden legen. Da die Jungs sehr, sehr gut verpacken können, habe ich mir einfach mal erlaubt, das Paket schon mal zu öffnen. Und da sind links und rechts die Crashbars drin. Und wenn man die alleine mal dran hält, das sind halt Weltenunterschied. Also im Vergleich zu dem Ding. Das wird ersetzt. Und nicht nur optisch, sondern auch von der Qualität. Das ist halt, das ist komplett robust. Da kann Stockstein kommen, das ist einfach komplett egal. Ich bin sehr, sehr gespannt, aber alleine hier beim Dranhalten, die Optik, das wird massiv. Ich freue mich auf jeden Fall. Das hier ist die Zwischenstrebe, die hier unten dran kommt, noch als zusätzliche Stabilitätsstrebe. Wir haben das Anbaukit und natürlich eine Anleitung dabei mit Unterlegscheiben. Und ich würde sagen, ich räume kurz auf und dann geht's los. Okay, da es in meiner Garage dann doch etwas eng wurde und ich auch nicht das richtige Werkzeug hatte, habe ich mir einfach Verstärker geholt, denn der Mann hat immer alles dabei. Und deswegen bauen wir die Sachen jetzt ganz kurz an. Ja, perfekt. Okay, der Grund, warum ich
hier der Unterfahrschutz schon liegt, ist ganz einfach, weil wir zeitgleich einen Ölwechsel machen. Wir haben die ersten 488 Kilometer, also 500 Kilometer hinter uns. Und dementsprechend wird jetzt das Öl weggewechselt. Das billige Einsteigeröl gegen das gute Motul ausgetauscht. 7100, 10W50. Und ja, soweit der Status. Jetzt geht's weiter mit dem Anbau. Boah, ich liebe so Details wie hier, dieses Jack-Logo noch mit drin. Ja. Das sind so Kleinigkeiten. Fertig aus, muss ich sagen. Unfassbar geil. Hier auch bei dem hier richtig, richtig gut. Okay, da es an dem Tag, als ich das Ganze angebaut habe, beziehungsweise mit Nico zusammen angebaut habe, relativ schnell dunkel wurde, weil wir das nach der Arbeit gemacht haben und noch ein, zwei Sachen erledigen mussten, dachte ich mir, ich zeige euch das Ganze im Hellen, denn das lohnt sich wirklich. Und ich meine, guckt euch das mal an, guckt euch dieses Bike an, guckt euch diese Sturzbügel hier an, guckt euch diesen Unterfahrschutz an und diesen Bremszylinderschutz hier, also ich habe gar keine Worte dafür. Dieses Bike wirkt um so vieles breiter, massiver und vor allen Dingen unzerstörbarer. Das ist absolut wild. Also ich bin ja sowieso ein ganz großer Fan der Farbe Schwarz. Hat Jack schon mal extrem gepluspunktet hier mit den ganzen schwarzen Teilen. Finde ich super gut. Dann diese kleinen Details da drin. Zum Beispiel hier das Logo, also das Y ist hier ausgestanzt. Wir haben das hier hinten ausgestanzt. Wir haben es im Motorblock auf der anderen Seite ganz klein ausgestanzt. Und das macht einfach so einen guten Eindruck. Ich meine, der Unterfahrschutz hier ist Generation Nummer 2. Das heißt, wir haben 4 mm Materialstärke. Und das Ding wirkt einfach massiv ohne Ende. Ich meine, hier unten haben wir noch einen Schutz für die Umlenkung. Und was soll ich euch sagen? Das Teil wirkt wirklich unzerstörbar und wirkt wesentlich... Also das ganze Bike wirkt einfach wesentlich massiver und vor allen Dingen auch erwachsener als hier mit diesen kleinen silbernen Sturzbügelchen. Das kann man nicht anders sagen. Das ist wirklich, das macht einen riesen Unterschied und ich bin extrem happy und ich kann nicht erwarten, es kommenden Freitag, wir haben heute Sonntag, kommenden Freitag endlich zu testen, beziehungsweise Samstag, Sonntag, denn ich bin mit Aki, Nico, Tim und den ganzen Gaonen bin ich beim Der Festival in Holland und da werden die Teile bzw. das ganze Bike auf die Probe gestellt. Ich bin jetzt extra ein paar Kilometer damit gefahren, damit der erste Ölwechsel gemacht ist und sonstigem. Und jetzt kann es losgehen. Das heißt, Freitag nächste Woche fahren wir zusammen nach Tilburg zum Der Festival und dort wird Adventure Bike gefahren im Offroad-Bereich und da habe ich sehr, sehr viel Bock drauf und diese Teile werden mich auf jeden Fall schützen, beziehungsweise lassen mich mit dem Gefühl da reingehen, als wäre mein Bike unzerstörbar. Und das ist eine Sache, wenn du Angst um dein Bike hast, wenn du es Offroad fährst, dann traust du dich auch gar nicht so viele Sachen. Und deswegen, ja, noch sehen sie sehr, sehr schön aus. Ich hoffe, das bleibt so. Gucken wir mal. Ansonsten, das war's mit dem heutigen Video. Ich hoffe, euch hat's gefallen und wenn es das getan hat, dann wisst ihr, was zu tun ist. Würde mich auf jeden Fall freuen. Ansonsten guckt bei den Jungs von Jack vorbei, denn die machen wirklich einen verdammt guten Job und es ist egal, welches Adventure-Bike ihr habt. In den meisten Fällen haben die Sachen auch so CF Moto 450 und Co. Alles da. Guckt da mal vorbei, bestellt liebe Grüße und ich sag's euch ehrlich, jetzt kann das Adventure-Fahren richtig losgehen.